Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier in einem Centerpark. Und zwar im Centerpark der Hüttenhöchte oder Hüttenheugte, wie der Deutsche sagt. Und wir haben Karfreitag. Wir nehmen euch 4 Tage jetzt mit. Also 4 Übernachtungen haben wir gebucht. 3 Tage sind wir hier. Wir werden Montagabend höchstwahrscheinlich wieder nach Hause fahren. Und wir haben gerade jetzt hier eingecheckt, haben unsere Sachen in den Bungalow gebracht. Und wir sind ein bisschen enttäuscht. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ich mache gleich hier mal eine Roomtour, aber der Bungalow riecht, als ob hier zuletzt geraucht worden wäre und irgendwie ist der dreckig, der Whirlpool ist kaputt und ich mache gleich eine Roomtour. Ich nehme dich gleich mit, wir werden aber gleich auch nochmal die Rezeption anschreiben, weil für einen VIP-Bungalow ist das hier gerade, vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu verwöhnt durch Het Merdal vielleicht beim letzten Mal, aber so richtig sauber und schön ist das hier gerade nicht. Ja, also herzlich willkommen. Ich nehme euch mit. Denkt dran, das Ganze hier ist ein kleiner chronischer Kanal. Das heißt, ich werde da natürlich auch ein bisschen aus der chronischen Krankensicht ein bisschen drauf gucken. In meinem Fall Morbus Crohn. Wir sind jetzt 2,5 Stunden hier hingefahren. Es war eine schöne Fahrt hierhin, das muss ich sagen. Das Wetter wurde immer besser. Das war das richtig Schöne. Und ja, Check-in beim Centerpark immer perfekt. Du fährst einfach mit dem Auto dahin. Du hast einen QR-Code, die scannen den einmal ein und du kannst direkt durchfahren zu deinem Bungalow und kannst auspacken und der Urlaub beginnt im Grunde genommen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Bungalow, während ich meine WhatsApp schreibe und ja, dann werden wir erstmal ankommen. Gerade bei chronisch Kranken ist ja immer wichtig, erstmal ankommen, erstmal durchatmen. Wir erkunden mal den Market Dome, dann nehmen wir euch morgen auf jeden Fall mit. Hier mal die Roomtour. So, man kommt von hier rein quasi, das ist jetzt nicht so ganz toll. Dann steht man hier und man sieht die Küche. Hier ist alles da. Wir haben einmal hier so eine Spülmaschine, die auch leer ist zum Glück. Hier sind halt Teller und Tassen und so, ein Backofen mit Mikrowelle. Hallo. Dann haben wir hier so ein Utensilien-Set mit Tabs für die Spülmaschine, Handtücher-Set und ja, das ist mit in diesem VIP-Bungalow dabei. Dann kommen wir hier rein, das ist das Badezimmer. Das ist jetzt nicht so toll. Wir haben gerade schon festgestellt, es ist auch nicht so super sauber. Hallo erstmal. Und ja, hier ist dann quasi die Regendusche. Keine Ahnung. Ja. Und hier ist dann der Whirlpool mit einer kleinen Spinne innen drin, habe ich schon gesehen. Aber ja, es riecht hier ein bisschen muffig momentan und das ist irgendwie nicht das, was wir jetzt so von den letzten Parks kennen. Naja, mal gucken. Ja, so, wir drehen uns mal um. Dann sind wir hier quasi im Wohnzimmer oder hier ist der Essbereich, der Esstisch. Dann kann ich gleich mal zeigen, wo wir rausgucken. Haben wir hier einen riesen Fernseher. Dann haben wir hier so eine Couch, eine Sitzecke. Das ist ganz schön, finde ich. Das ist auch wirklich schön gemacht. Da ist ein Kamin, den wir nutzen können. Wir haben gerade schon gesagt, wir richten uns hier gleich mal richtig schön ein. Und jetzt kommt aber das Allerbeste an diesem Wohnzimmer und an diesem Bungalow, die Lage. Das ist unsere Aussicht. Und das ist schon ziemlich schön, muss ich sagen. Ja, wir müssen nur gleich mal gucken, dass wir diesen muffigen Geruch hier rauskriegen. Riecht so, als ob hier früher jemand geraucht hätte. Also irgendwie so komisch. Ja, so, da gehen wir gleich mal raus. Dann haben wir hier noch einen Raum, wo alles drin ist mit Internetrouter, glaube ich. Der ist hier irgendwo. Hier haben wir ja, Staubsauger und diesen Trolley zum Einkaufen. Und dann kommen wir ins Schlafzimmer und das sieht dann so aus. Der Raum ist ein bisschen größer. Man guckt dann quasi auch auf die Entchens da draußen. Und wir haben hier einen kleinen Fernseher noch. Und das Highlight, es steht diesmal nicht im Bad. Wir sind ein bisschen verwöhnt durch Het Merdal letzte Mal. Da ist die Sauna. Sie ist so ein bisschen abgegrenzt zum Bett und so. Und ja, da ist sie. Ich hoffe, sie funktioniert auch. Ich gehe jetzt nicht da rein, weil ich Schuhe anhabe, aber wir werden... Die riecht besser als der ganze Bungalow. Das kann ich schon mal sagen.
Das war auch schon die Runde hier. Größer ist der auch gar nicht. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, ein bisschen verwöhnt durch Hetmer da letzte Mal, wo wir auch einen 6er-Bungalow zu zweit hatten. Darf man auch nicht vergessen, der Platz hier ist sehr rar. Aber es ist hier alles schon ein bisschen gelblich, an den Decken auch. Und für 950 € 4 Nächte. Ja, naja. Aber das da ist schön. Und wir werden es uns hier schön machen, definitiv. Ja, jetzt holen wir erstmal die Sachen aus dem Auto, dann packen wir aus und dann leben wir uns hier langsam ein. So, wir sind gerade in den Market Dome gegangen und haben uns da erstmal hingesetzt, erstmal was gegessen. Ich habe erstmal gemerkt, wie müde ich eigentlich bin von der Fahrt. Ja, und jetzt war gerade jemand hier und ja, ich hoffe, dass der Whirlpool doch funktioniert. Er hat mir so ein paar Sachen erzählt, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten und es geht hier gleich wohl nochmal so ein Trupp irgendwie durch. Ich bin gespannt. Ich fühle mich bei sowas immer schlecht, ne? Aber es ist auch nicht schön, wenn du irgendwie, wir haben ein paar Sachen gesehen in der Wanne, das war nicht so lustig irgendwie. Aber ich komme jetzt an und schau mal das hier, das entschädigt total. Darauf gucke ich gerade. Ist das nicht wunderschön? Es ist so schön. Wir kommen aus dem schlechtesten Wetter gerade und das ist jetzt hier, es ist so herrlich. Und wenn ich da mal hinzoome, ich weiß gar nicht, kann man da reinzoomen, ob man das sieht. Da vorne ist so ein Bauernhof. Da gehen wir auch hin. Wir nehmen euch auf jeden Fall bei allem mit, jawohl. Und ja, werden eine schöne Zeit hier hoffentlich haben. Osterurlaub beginnt. Trupp kam gerade, ist hier nochmal durchgegangen. Es ist schön, wenn so ein Trupp dann wenigstens sagt so, oh ja, stimmt, machen wir nochmal. Das ist ganz cool. Es gibt im Internet zuhauf unfassbar viele Geschichten, was das angeht. Wir packen jetzt hier aus und dann haben wir schon Getränke kalt gestellt und dann geht es jetzt hier gleich raus. Ich habe mir so eine schöne, hier, ne, Elotrans gemacht, jawohl, nach der Flaggenfahrt. Jetzt mal so ein bisschen Elektrolyte in den Körper. Und dann werden wir jetzt gleich nochmal rausgehen, weil es ist wunderschöner Sonnenuntergang gleich. Und den werden wir auf jeden Fall noch schön mitnehmen, jawohl. Es hat heute Morgen so richtig gekübelt, ne? So richtig geregnet und so. Und das jetzt zu sehen, hätte ich nicht mit gerechnet. Sehr schön. Der Urlaub kann jetzt einfach starten. Wir machen es uns jetzt schön. Hier steht schon die Osterdeko. Und wir machen es jetzt so nett wie möglich. Wir sind ja anpassungsfähig. Und wir haben Sakrotan dabei. Kleine Abendrunde gemacht, vegetarischen Burger im Bauch, Sonnenuntergang gesehen und jetzt ja, werden wir uns gemütlich machen im Bungalow und ich werde die Sauna austesten, vielleicht auch diesen Whirlpool, mal schauen. Ja, schöne Runde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Es ist herrlichstes Wetter draußen. Und ich muss sagen, ich habe richtig gut geschlafen. Ich wurde heute Morgen von Enten und Gänsen geweckt. Es gibt was Schlimmeres, finde ich. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Das Wetter ist gerade traumhaft, obwohl es gar nicht so angesagt wurde. Ich finde es gerade richtig, richtig schön. Wir haben gerade gefrühstückt. Jetzt machen wir uns fertig und wir gucken hier direkt auf so einen kleinen Bauernhof, den wollen wir gleich mal anschauen. Und ja, es gibt noch hier eine Besonderheit an diesem Park und zwar einen Plopsa Indoor-Spielplatz. Wir werden dieses Jahr, ich glaube im September haben wir das gebucht, ins Plopsaland de Pane fahren, nach Belgien. Und hier gibt es so einen Plopsa Indoor-Spielplatz und das ist sehr lustig, weil am Anfang, als wir hier reingefahren sind in den Park, wurden wir direkt begrüßt von Biene Maya und allen Freunden. Das war sehr witzig. Und da gucken wir gleich mal, ob wir da von hier aus zu Fuß hingehen können. Wir haben schon festgestellt, der Park ist groß, also er ist weitläufig. Richtig riesig ist er, glaube ich, nicht, aber weitläufig. Wir müssen gleich mal gucken, in welche Richtung wir da so gehen. Und wir nehmen euch natürlich einmal mit durch den Market Dome, ist ja klar. Da gehen wir auch einmal gemeinsam durch. Wir sehen hier gerade schon, dass viele Leute jetzt schwimmen gehen. Wir haben gesehen, bis 21 Uhr ist das Schwimmbad auf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst heute Abend schwimmen gehen. Ich bin mir noch gar nicht so ganz sicher. Erstens, der Whirlpool funktioniert. Ich bin sehr glücklich damit. Zweitens, ich muss mir irgendwie eine blöde Erkältung eingefangen haben. Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich heute wirklich schwimmen gehen kann. Aber wir gucken mal, wie ich durch den Tag komme. Ich habe hier ganz viele Elektrolyte und den ganzen Kram. Ja, wir schauen mal. Ich gucke gerade auf ein Tretboot. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, wir gucken mal. Es ist hier sehr schön ruhig. Das muss ich ganz klar sagen. Und wir haben, glaube ich, beide sehr gut geschlafen. Und ja, die Lage von dem Bungalow, die ist schon sehr, sehr cool. Das muss man wirklich sagen. Vielleicht noch eine Sache zu dem Konzept Center Park für chronisch Kranke. Ich halte tatsächlich dieses Konzept für das Beste, was man sich vorstellen kann, um Urlaub zu haben als chronisch kranke Person. Es wird dir hier sehr leicht gemacht, allein mit dem Check-in, einfach nicht großartig Schlange stehen, sondern einfach durchfahren, Schlüssel abholen und zum Bungalow fahren, auspacken. Du musst theoretisch mit kaum einem reden, wenn du nicht möchtest. Und du kannst sehr für dich sein, was ja bei chronischen Krankheiten manchmal auch sehr wichtig ist, je nachdem, was man da hat. Und ansonsten ist dieses Konzept aus meiner Sicht richtig, richtig gut. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe als Jugendlicher fast alle Centerparks durch, alle Sunparks durch, Grandorado gab es damals noch und noch einen gab es, glaube ich, auch, auf den ich gerade nicht komme. Jedenfalls, ich habe sie irgendwie alle durch. Das war in den 90ern logischerweise. Wenn du heute ist fast alles Centerparks. Wenn du da heute reinfährst, dann sieht auch alles noch aus wie die 90er Jahre manchmal. Äh, aber viele sind halt sehr modern gemacht und dieser hier ist einer davon, die komplett renoviert worden sind. Das ist schon wirklich etwas, wo du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Also wenn du dir jetzt hier anguckst, wie wir jetzt hier sitzen mit einem Kaffee auf das Wasser gucken und Tiere beobachten, du kannst hier einfach zur Ruhe kommen. Es ist für jeden etwas dabei. Du kannst hier richtig Action haben, wenn du möchtest. Du kannst hier aber auch die absolute Ruhe finden. Und ja, es ist aus meiner Sicht gerade für chronisch Kranke das Beste, was du tun kannst. Wir haben ja die Sauna noch dabei und den Whirlpool. Und das hilft halt auch nochmal, dass man einfach so ein bisschen auch Wellness machen kann, abschalten kann, das Stressmanagement noch ein bisschen verbessern kann im Urlaub, dass man so runterfährt. Das finde ich schon sehr geeignet, muss ich wirklich sagen. Also dafür ist es schon cool. Dass es nicht günstig ist, muss ich glaube ich nicht sagen. Wir vergleichen das mittlerweile sehr mit Freizeitparks. Die sind ja auch meistens ein bisschen überteuert, nicht ganz so günstig. Und das kann man schon ganz gut miteinander vergleichen, finde ich, preislich. Ja, aber es lohnt sich tatsächlich. Also danach ist man im Grunde genommen ganz gut
erholt. Ja. Wenn du selber gerade nicht so viel verreist aufgrund deiner Erkrankung, dann schau dir doch mal das Konzept davon an. Unbezahlte Werbung. Aber es könnte was für dich sein, auf jeden Fall. So, wie versprochen, gehen wir mal in den Market Dome rein und gucken uns ein bisschen um. Für chronisch Kranke ist immer wichtig. Hier gibt es einige Toiletten tatsächlich, auch Behindertentoiletten. Das ist hier echt sehr löblich, muss ich sagen. Das haben wir beim letzten Mal nicht so oft gesehen. Da hatten wir nur eine Toilette irgendwie gefühlt. Aber hier ist zum Beispiel eine und wir haben vorhin noch ein paar andere gesehen. Ich glaube, hier gibt es so 4 oder 5. Das ist sehr cool. Also immer machbar. Das ist schon sehr nett hier auf jeden Fall und schön warm. Hier erinnert mich das Ambiente vor allem an Freizeitparks. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ja, das ist richtig schön. Zum Thema Essen sage ich auf jeden Fall nachher noch was. Aber ja, das sieht sehr schön aus. Kann ich auf Pause drücken? Dann reinzoomen. So, schöne Experience da drin. Macht wirklich immer Spaß. Und wenn man jetzt mal hier so hinter mich guckt, sieht man das, diese Natur, das ist schon sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie wir zum Plopsa-Land kommen oder Plopsa-Indoor-Spielplatz kommen. Wir laufen hier mal ein bisschen rum, erkunden mal ein bisschen den Park und verlaufen uns wahrscheinlich und machen dadurch Schritte. Das ist immer schön. Hier kann man sich verschiedene Räder leihen, Fahrräder und hier diese Familienkutschen. Wir können ja mal gucken, was sowas hier kosten würde. Wobei ich ja hier sowas immer ganz gerne nutze, um wirklich Schritte zu machen. Ne? Aber ja. So, hier haben wir EK. Ja, ein Tag 100 Euro. Ja, ich sag ja Freizeitparkniveau. Ne? Hier E-Bike 32 Euro am Tag. Und hier haben wir noch so einen Kids-Safari per 40 Minuten, 15 Euro. Ja. Schritte machen kostenlos.
können wir nochmal darüber reden, was wir für ein geiles Wetter haben. Es wurde Regen angesagt, das ganze Osterwochenende. So mag ich das. Hallo. Das hat sich doch gelohnt, hier hinzulaufen, oder? Guck mal hier. Schönen guten Tag. Das Schöne am Centerpark ist ja, dass du wirklich in so einer kleinen Welt für dich bist. Wir sind jetzt gerade außerhalb. Dieser Park hier liegt irgendwie im gar nichts. Also hier sind nur Felder. Irgendwie ist hier sonst nicht wirklich viel. Zumindest nicht so sichtbar. Und ich habe schon mal gesagt, irgendwie ist Centerpark wie so eine Truman-Show. Am Ende läufst du gegen den Zaun und du bleibst halt so wunderbar in dieser Experience drin, was wir ja auch von Freizeitparks so lieben, ne? Ja, das ist schon ein schönes Konzept, das muss man schon wirklich sagen. Hier sieht man jetzt gerade so schön, hier ist der Check-in. Man stellt sich hier einfach mit seinem Auto hin und ganz am Anfang da vorne ist jemand mit dem Handy. Man scannt einfach den QR-Code ein, den man auf seinem Handy hat. Den hat man vorher zugeschickt bekommen. Und dann kriegt man seinen Schlüssel für den Bungalow und kann dann direkt durchfahren zum Haus. Also, es ist wirklich stressfrei, total nett, total gut. Die rennen auch teilweise hier die Schlange entlang dann, wenn vorne schon alles abgearbeitet wurde. Richtig gut. Angekommen auf der Männerwartebank hier. Aber es ist schon herrlich irgendwie. Es ist schon wirklich herrlich. Es ist gar nicht so voll hier drin wie gedacht. Wir gucken jetzt gleich mal, dass wir noch einen Tisch kriegen. Und haben jetzt noch so ein paar Sachen geholt, die wir vergessen hatten mitzubringen. Ihr habt jetzt mal so die Preise hier mitbekommen. Es geht. Es ist teurer natürlich als draußen, logisch. Wir haben einiges mitgenommen an Lebensmitteln, aber am Ende gehst du hier trotzdem mal 2-3 Mal hin, um dir irgendwelche Kleinigkeiten noch zu holen, auf jeden Fall. Aber es ist okay. Essen ist da, ein Curry. Okay. Ja. Und hier gibt es Spaghettis. Gegessen, war sogar sehr lecker, auf jeden Fall. Und jetzt geht's in den Bungalow und ein bisschen ausruhen und chillen. Ich glaube, ich lege mich gleich tatsächlich noch mal ein bisschen hin und auf die Terrasse. Jawohl. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Ostersonntag. Wir haben gerade schon gefrühstückt und langsam kickt so ein bisschen die Erholung rein. Ich bin müde, könnte mich die ganze Zeit einfach nur vors Fenster setzen, geradeaus gucken. Also alles eigentlich gut, weil man ist ja im Urlaub hier. Gestern waren wir noch schwimmen. Es würde sich total lohnen, jetzt hier die Kamera mit reinzunehmen und euch zu zeigen, wie toll das hier im Schwimmbad ist und so. Aber ich habe da mittlerweile wirklich eine andere Meinung zu, als, glaube ich, andere, die auf YouTube Videos veröffentlichen. Ich habe gestern alleine schon wieder 3 oder 4 GoPros in diesem Schwimmbad gesehen und ich finde einfach, in den Schwimmbädern sind einfach zu viele Kameras unterwegs. Ich finde es nicht cool. Die Leute sind alle im Urlaub, keiner hat Bock darauf, gefilmt zu werden eigentlich und auf YouTube zu erscheinen und deswegen
Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze aussieht, dann schau mal auf YouTube der Hüttenheugte, meine Güte, und Aquamundo und dann siehst du, wie das Ganze aussieht. Für uns war es sehr, sehr schön. Das ist eine super geniale Wildwasserrutsche, die auch indoor machbar ist und richtig toll angelegt, richtig schön gemacht. Ein recht kleines, aber auch in mehrere Etagen gepacktes Schwimmbad. Also richtig gut gemacht, richtig schön sauber. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Und ich hoffe, du verstehst, dass ich da die Kamera ungern mitnehmen möchte. Vor allem, da sind auch so viele Kinder. Das finde ich dann auch so, wo ich denke, nee, da braucht es keine Kameras. Es darf auch mal ein Safe Space geben. Und ja, da bin ich ein bisschen anders unterwegs, glaube ich, als andere. Ja. So, bevor wir jetzt aber über Essen reden, und das müssen wir jetzt dringend mal tun, weil ist ja hier ein chronischer YouTube-Kanal. Für heute steht Golfen an. Wir haben uns einen Adventure-Golf-Platz gemietet, jawohl. Da geht es dann gleich hin und dann nehme ich natürlich auch die Kamera wieder mit. Hier ist bequemer. Lass uns mal über das Essen reden. Essen ist ganz, ganz wichtig. Gerade, ne, ich habe Morbus Crohn zum Beispiel und auch wenn du Colitis ulcerosa hast. Also, erstmal, die Toilettendichte hier ist richtig, richtig gut. Egal ob im Market Dome oder ja, wenn du da dran entlang gehst, du kommst immer relativ schnell auf irgendeine Toilette. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auch im Schwimmbad war es so, dass da in den abgelegensten Bereichen dann nochmal eine separate Toilette auch war. Fand ich richtig gut. Behindertentoilette ist auch vorhanden. Du kommst allerdings auf die Behindertentoiletten mit so einem, du hast normalerweise so ein Armband, das ist der Schlüssel für dein Bungalow und da ist dann, glaube ich, auch dein Behindertenstatus irgendwie hinterlegt. Ich habe davon nichts mitbekommen, keine Ahnung. Du kannst jedenfalls mit diesem Armband, das hältst du einfach dagegen und dann kannst du diese Toilette benutzen. Habe ich jetzt nicht drauf. Keine Ahnung, wie man da dran kommt, aber wäre möglich. Toilettendichte richtig groß. Dann das Essen. Du hast mehrere Möglichkeiten. Natürlich kannst du dich komplett selbst versorgen, wenn du in deinem Bungalow bist. Wir haben auch oft Lebensmittel mit. Wir haben gerade schon darüber gescherzt, dass wir sind manchmal ein bisschen faul. Das muss man einfach sagen. Und wir gönnen uns. Ja, wir haben Lebensmittel auf jeden Fall dabei. Wir können, weiß ich nicht, Nudeln mit Pesto oder was auch immer machen. Du kannst hier richtig kochen, wenn du da Bock drauf hast. Ne? Du hast halt ein Gasherd, kannst dir eine Pizza in den Ofen schmeißen, wenn du möchtest. Also du kannst dich selber versorgen. Du hast die Möglichkeit, hier an einem All-You-Can-Eat-Restaurant teilzunehmen. Das kostet, ich glaube, 46 Euro. Ich blende dir das mal hier ein. Das ist so ein Evergreen-Restaurant, nennt sich das. Da kannst du bis spät abends dann hinkommen und kannst dich da hinsetzen und was essen. Du kannst da auch morgens ein Frühstücksbuffet buchen, haben wir gesehen. Das machen auch viele, die laufen hier an dem Bungalow vorbei dann morgens und gehen dann darüber. Wir frühstücken komplett im Bungalow selber. Wir haben auch Haferflocken und Joghurt dabei. Ich kann also mein geregeltes Frühstück zu mir nehmen. Und wir haben uns dann noch ein paar Rosinenbrötchen geholt und so und haben dann noch ein bisschen den süßen Zahn morgens, den man bedienen kann. Und dann hast du halt die Möglichkeit im Market Dome zu essen, wenn du möchtest. Du hast einmal eine Pizzeria, ein Pfannkuchenhaus, du hast ein Grand Café, da gehen wir meistens hin oder fast immer hin. Du hast dieses Evergreen Restaurant, wovon ich gerade gesprochen habe. Und du hast noch ein Steakhouse. Das habe ich euch gezeigt bei dem Rundgang. Richtig schön da. Und du hast auch noch so eine Pommes-Ecke, wo du ganz viele Sachen bestellen kannst. Das sind so die Möglichkeiten, die du hast. Wenn du jetzt, wie ich, auf bestimmte Lebensmittel reagierst oder vielleicht sogar dich pflanzlich ernährst, wie ich es tue, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen eingeschränkter. In den Niederlanden ist Vega nicht vegan. Das heißt, du hast nicht komplett die pflanzlichen Sachen, sondern naja, die Niederlande sind halt sehr auf Milch und Käse aus und das merkst du hier auch richtig. Für mich ist das fein, mal geht das, aber es gibt auch bestimmte andere Gerichte, wo ich weiß, ey, da sind Pilze drin, die vertrage ich gar nicht. Und wenn ich
mir nicht vorstellen kann, wie bestimmte Dinge hergestellt worden sind, dann lasse ich da lieber meine Finger von, bevor ich am nächsten Tag dann keinen schönen Urlaubstag habe, denn das hier ist Urlaub. Und deswegen bin ich teilweise wirklich, es gibt hier so ein Curry, das habe ich euch gezeigt, das esse ich sehr gerne. Es gibt Burger, Pommes, Salate. Wir haben gestern Abend noch einen Salat gegessen nach dem Schwimmen. Das war auch sehr schön und lecker. Das geht alles, aber ich mache hier keine großartigen Experimente. Wir haben heute mal geguckt, ob wir in die Pizzeria gehen, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mich da wirklich traue, bestimmte Dinge zu machen. Es gibt da ein Gericht, wo ich schon gesehen habe, das könnten Pilze sein. Und wenn ich nicht weiß, wie die zubereitet sind und was das für Pilze sind, gehe ich das Risiko nicht ein. Und deswegen, ja, von den Preisen her, alles mega teuer. Ich sag's, wie es ist. Ich blende hier jetzt immer mal wieder Speisekarten ein. Kannst du dir selber mal zusammen gucken und wirst wahrscheinlich die Hände über den Kopf packen. Ich glaube, wir sind da mittlerweile ein bisschen abgebrühter. Wir vergleichen das hier wirklich mit Freizeitpark. Also es ist wirklich, es sind Freizeitparkpreise. Preis-Leistung, das ist, muss jeder selber für sich wissen. Wir sind ein bisschen verwöhnt, was das Ganze angeht. Wir gönnen uns das tatsächlich und wir machen es dann einfach und haben das vorher aber auch schon mit eingerechnet. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber Preis-Leistung bei dem Curry zum Beispiel, das habe ich in einem anderen anderen Centerpark schon besser gegessen, in Heb Meerdal. Aber ja, es ist lecker. Ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, was gar nicht geschmeckt hat. Also ich bin da echt recht zufrieden, aber eingeschränkt, weil ich immer so 2, 3 Sachen hier wirklich esse und an den Rest traue ich mich nicht so ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt noch ein Pfannekuchenhaus hier, genau, das haben wir auch noch nicht getestet. Die werden gerade so in den Centerparks so ein bisschen abgeschafft, habe ich das Gefühl. Aber hier gibt es das noch, aber es ist auch mega leer. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aufhaben. Wir haben es gestern nicht so richtig wahrgenommen. Dementsprechend, ja, es zieht mich jetzt da nicht wirklich was hin. Aber du hast hier die Möglichkeit, und deswegen finde ich dieses Konzept auch so gut, du hast die Möglichkeit, dich hier selbst zu versorgen und du hast hier die Möglichkeit, am Sozialen teilzunehmen, indem du einfach wirklich ins Restaurant gehst. Und das Schöne ist, dass du hier die Möglichkeit auch hast, und das lieben Leute, ich habe schon Rückmeldungen auf Instagram dazu gekriegt, du kannst hier einfach bestellen und bezahlen. Du kriegst deine Sachen, stehst einfach auf, wann du möchtest und gehst. Für chronisch Kranke, gerade Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, ist es nämlich so, dass das wirklich ein Luxus ist, einfach aufzustehen und zu gehen und nicht zu warten, wann irgendjemand kommt und dich abkassieren möchte, nachdem du was gegessen hast und eventuell auf Toilette musst. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich blende dir mal hier ein. Ich habe das gestern Abend kurz gefilmt, wie das aussieht. So, wir können das mal eben ganz kurz zeigen, weil für chronisch Kranke perfekte Bestellservice hier. Du kannst hier einfach einscannen, bestellen. Es kommt alles. Du zahlst übers Handy und du stehst einfach auf und gehst. Das lieben doch gerade Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, oder? Ich habe jetzt gerade bestellt, kann jetzt in Ruhe eben auf Toilette gehen. Und ja, ich bin nicht mehr abhängig davon, dass irgendwann jemand kommt und bezahlt. Ja. Oder abrechnet. Eine Sache haben wir aus Freizeitparks wirklich gelernt: antizyklisches Verhalten. Das ist wirklich in Freizeitparks, wenn du was erleben möchtest, ist antizyklisches Verhalten immer gut, immer gegen die Masse. Wenn alle essen, fährst du Achterbahn. Wenn dann alle gegessen haben, isst du und dann fahren alle anderen Achterbahn. Und genauso haben wir das hier auch gemacht. Wenn alle mit ihren Kindern aus dem Schwimmbad raus sind, dann gehen wir ins Schwimmbad. Und wenn alle, weiß ich nicht, schwimmen sind, machen wir Golf zum Beispiel. Also antizyklisches Verhalten ist auch hier ganz gut angebracht, jawohl. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bungalow, werde schon mal die Terrasse fertig machen, dann setzen wir uns da gleich hin. Ich chill schon mal vor, sozusagen. Wir haben wieder herrlichstes Wetter, wir haben wirklich super Glück mit dem Wetter, das ist so schön.
Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen den Nachmittag genießen. Heute Abend noch mal eine Runde schwimmen gehen. Minigolf war richtig schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden morgen vielleicht noch mal das Indoor-Golfen machen. Wir haben morgen noch einen ganzen Tag. Morgen Abend geht's nach Hause, aber darüber denken wir noch gar nicht nach. Wir haben übrigens einen Bungalow, der so um die 5 Minuten zu Fuß ist maximal vom Market Dome. Also dementsprechend ist das alles machbar zu Fuß. Wir hatten schon mal einen Bungalow, da war allein der Hinweg schon 7000 Schritte. Das kann im Alltag, je nachdem, was du für ein Wetter hast, halt auch ein bisschen schwieriger werden, ne? Aber hier ist es jetzt ganz easy. So, und damit haben wir Ostermontag. Wir haben gerade schon sehr ausgiebig gefrühstückt, länger geschlafen. Ich war gerade noch mal in der Sauna, hab's mir gut gehen lassen und heute Abend gegen 17 Uhr ungefähr reisen wir schon wieder ab. Ey, das war Ostern, so schnell geht die Zeit rum. Unglaublich. Zeit vielleicht für ein kleines Fazit zum Centerpark der Hüttenhüchte. Oder der Hüttenheugte, wie immer man es aussprechen möchte. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Park. Das kann ich, glaube ich, sagen. Oder ich halte mal hier die Kamera so. Ist ein sehr, sehr schöner Park. Das muss man wirklich sagen. Die Lage ist top. Ich bin immer geneigt, nicht in die Kamera zu gucken, sondern aus dem Fenster, weil da eine Entenfamilie vorbeischippert. Sehr schön, sehr schön. Die Lage super schön, der Market Dome wahnsinnig toll gelegen, alles recht klein, aber trotzdem so spannend aufgebaut, dass man eine zweite Etage reingezogen hat, dass man auf Augenhöhe mit den Papageien ist. Du kannst da schön eine Stunde, 2, 3 Stunden schön abends auch verbringen, also richtig nett. Schwimmbad, eines der besten Schwimmbäder, die wir bis jetzt hatten. Allein schon die Wildwasserrutsche, mega cool, dadurch, dass die auch im Innenbereich weitergeht und nicht nur draußen einen Part hat. Ich habe ein paar schöne blaue Flecke mir da geholt, also spricht für Spaß. Sowas hat mir als Jugendlicher nicht viel ausgemacht. Heute hast du direkt 3 blaue Flecken mehr als früher. Jawohl. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Anlage ist super sauber. Dafür, dass da so viele Menschen auch drin sind. Und da sind wir auch schon beim Part. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram, kann man das überhaupt über Ostern machen? Ist das nicht komplett überfüllt? Und ich muss sagen, nein, es ist nicht überfüllt tatsächlich. Ich hatte auch die Befürchtung, dass wir uns hier um Parkplätze kloppen, dass wir gar keinen Platz mehr kriegen, wenn wir irgendwas trinken wollen oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist hier voll. Aber es verteilt sich sehr gut auf der Fläche. Offensichtlich sind hier auch sehr viele Selbstversorger vielleicht dabei. Viele fahren aber auch vielleicht außerhalb des Parks irgendwo essen. Das machen wir eher weniger. Wir bleiben in dieser Experience hier. Vielleicht auch, weil wir einfach nur ein paar Tage haben. Und man will ja auch runterkommen, man will ja auch abschalten. Wir müssen beide morgen wieder arbeiten. Also dementsprechend haben wir natürlich auch ein bisschen die Ruhe hier gesucht. Ne? Also es war wirklich top. Das war für uns die Premiere, Ostern sowas mal zu machen. Früher sind wir immer zur Nordsee gefahren. Und ich glaube, wir würden es wieder tun. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Park hier. Aber das Konzept zu Ostern ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Alleine, dass wir heute hier einfach machen können, was wir wollen. Nochmal, wir haben 4 Nächte gebucht. Das heißt, bis morgen um 10 Uhr hätten wir eigentlich den Bungalow. Wir können heute hier noch lecker einen Tag verbringen. Morgen müssen wir wieder arbeiten. Das heißt, wir fahren heute Abend los und werden die Nacht hier nicht verbringen. Und haben aber dafür dann nicht den Abreisestress. Das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Und genau da sind wir auch beim Thema für chronisch Kranke, egal welche chronische Erkrankung du hast. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Konzept. Ich habe es gestern wieder gemerkt. Wir waren ja gestern beim Adventure Golf da drüben. Und ich musste dann irgendwann dringend auf die Toilette. Und jeder kennt es, mit Morbus Crohn musst du sehr schnell auf Toilette. Und das ist bei mir auch so. Und dementsprechend habe ich es aber ganz gut geschafft, weil die Wege zur nächsten Toilette, sie sind nicht so super weit. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich sehe hier sehr viele Menschen mit Rollatoren, mit einem Rollstuhl auf jeden Fall. Die Toiletten sind alle sehr eng, sehr klein, aber die für die Rollstühle, die sind wirklich sehr schön groß gemacht. Und also die Behindertentoiletten, die sind von der Größe her, wirken die sehr, sehr gut. Ja. Und auch die Wege dorthin ist alles sehr ebenerdig und so. Das ist sehr gut angelegt, das muss man wirklich sagen. Kommen wir mal zum Bungalow.
Ich habe ganz am Anfang des Videos, habe ich gesagt, wir waren ein bisschen enttäuscht, als wir hier reingekommen sind. Und ich weiß mittlerweile, warum das so ist. Ich habe nochmal geschaut in meiner Buchungsbestätigung und ich habe dort erstens einen komplett anderen Grundriss vom Bungalow. Zweitens komplett andere Fotos von dem Bungalow als den wir hier bekommen haben. Und das ist halt irgendwie nicht so cool. Ich habe auch nochmal geschaut, die letzten Bungalows, die wir gebucht haben, die entsprachen alle dem Grundriss, den man in der Buchungsbestätigung hatte, und die Fotos stimmten auch überein. Ich weiß nicht. Naja, wenn ich das Ganze jetzt bewerten müsste, wäre es eine 5 von 10. Das ist, glaube ich, ein bisschen hart, aber du musst es mal so, also Sauberkeit ist etwas Subjektives. Und das ist mir bewusst. Aber wenn ich jetzt hier 4 Nächte runterrechne auf pro Nacht, kommen wir auf einen Nachtpreis von 240 € ungefähr. Wenn du dir ein Hotelzimmer nimmst für 240 € die Nacht, was erwartest du an Sauberkeit? Das Ganze hier hat einen VIP-Status und wir haben manchmal so ein bisschen das Gefühl hier in diesem Bungalow, dass hier extra irgendwie das so geklöppelt wurde, dass man hier ein VIP-Bungalow rausmachen kann. Wir haben hier eine Regendusche, die ist da einfach reingezimmert worden, die passt überhaupt nicht in dieses kleine Badezimmer rein. Wenn du die anmachst, steht das gesamte Bad unter Wasser. Und das ist irgendwie, allein schon auch, dass die Sauna im Schlafzimmer steht. Das ist so, wir brauchen einen VIP-Bungalow, okay, wir brauchen eine Regendusche, wir brauchen eine Sauna. Ah, wir haben Platz da im Schlafzimmer, guck mal, da könnte man eine Sauna hinbauen. Das machen wir mal. Und das ist irgendwie nicht so cool. Kann man jetzt drüber hinwegsehen, ist okay, aber die Sauberkeit war hier jetzt echt nicht so cool, muss ich ganz klar sagen. Und das ist schade. Man findet im Internet wahnsinnig viel darüber, habe ich auch schon gesagt. Man weiß, dass das ein Problem ist mit dieser Kette. Und es ist halt, wenn du hier in manche Ecken guckst, dann siehst du, dass es auch hier an 1, 2, 3 Stellen wirklich anfängt zu schimmeln und zu gammeln. Und naja, ich habe euch jetzt gerade mal eingeblendet auch, wie so die Badezimmer und die Häuser waren, die wir bislang hatten. Ich verfahre eigentlich gerne so, dass ich sage, wenn wir Centerpark machen, dann immer mit einem VIP-Haus, nichts darunter. Das können wir machen, weil wir das zu zweit machen. Ich habe einen großen Respekt davor, wie Menschen das finanziell stemmen, die mit 4, 5 Mann hier sind und dann auch noch die ganzen Aktivitäten für Kinder und so mit reingerechnet. Das Schwimmbad ist natürlich immer kostenlos dabei, aber ja, da habe ich schon einen hohen Respekt davor, wenn Menschen sagen, hier, wir machen mal eine Woche Centerpark zu 6 oder so. Das ist schon eine Hausnummer, das muss ich ganz klar sagen. Da mein Respekt raus an alle, die das machen. Und auch ihr wollt wahrscheinlich dann etwas Sauberes haben. Ist es nicht so? Gut. So, das war unser Osterurlaub. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich dich ein bisschen mitgenommen habe. Schreib mir gerne mal in die Kommentare. Hast du schon mal Centerpark gemacht? Wie hat es dir gefallen? Wie passt das Konzept auf dich? Hat dir dieses Video hier gefallen? Ich teste ja gerade so ein bisschen rum, nehme euch mit in mein Leben und zeige euch so ein bisschen, wie ich mit Morbus Crohn bestimmte Dinge weitermachen kann und was so auf mich und meine Erkrankung passt. Wenn dir das einen Mehrwert gibt, lass mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Hast du Fragen zu dem Ganzen? Auch die einfach unten reinschreiben. Ich beantworte sie gerne alle. Und ja, ich hoffe, du hattest auch ein schönes Ostern 2025 und ich würde sagen, abonniere bitte kostenlos diesen Kanal hier, gib einen Daumen nach oben, damit du mich ein bisschen motivierst, weiterzumachen und damit wir uns auf jeden Fall bald wiedersehen, du, ich und mein Crohn. Und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.